Wer sind eigentlich die AusstellungsbesucherInnen der Zukunft? Wie entstehen inklusivere Konzepte für den Zugang zu Kunst und Kultur? Und wie lassen sich Barrieren durch Kunst im öffentlichen Raum abbauen? (2024) standen diese Fragen im Mittelpunkt der Innovation Community Kunst und Kultur der Leuphana-Universität Lüneburg. Die Ausstellung Gradients des Lüneburger Kunstvereins ermöglichte es, praktische Herausforderungen von Kunst im öffentlichen Raum und mögliche Zugänge wissenschaftlich zu reflektieren. Das Projekt war auch der Startpunkt für die Zusammenarbeit mehrerer Initiativen, um neue Zugänge zur Kunst zu schaffen. Diese haben wir begleitet. Von der Suche nach möglichen Orten bis hin zur gemeinsamen Entwicklung des zur Ausstellung erarbeiteten Vermittlungsprogramms Kunst ist für alle da. Radiance. Das heißt ja so viel wie ausstrahlen. Die Idee war, von unserem kleinen Ausstellungsraum, den wir hier haben, in den Stadtraum auszustrahlen. Rauszugehen mit künstlerischen Interventionen und künstlerischen Arbeiten, eine Verbindung zu schaffen zum Stadtraum und zu vielen Menschen, die in der Stadt leben. Welche Orte sind überhaupt für so eine Intervention geeignet und welche Ideen lassen sich wo umsetzen? Gerade Ausstellungen im öffentlichen Raum benötigen eine gute Vorbereitung. Mit den Künstlerinnen sind wir ja schon vor 1,5 Jahren oder vor fast 2 Jahren durch die Stadt gegangen. Die haben sich die Orte ausgesucht. Aber wie läuft diese Suche konkret ab? Die Community Days der Innovation Community Kunst und Kultur auf dem Lunatic Festival mit Workshops, Performances und einer Talkrunde nahmen sich unter anderem dieser Frage an. Angela Schob und Künstler Bernd Schulz diskutierten mit weiteren ExpertInnen die Potenziale und Herausforderungen von Kunst im öffentlichen Raum. Dabei blickten sie auch immer wieder in die Planung für Radiants. Wenn ich diesen Ort gefunden habe, von dem ich glaube, der ist so interessant für mich, dass ich da was machen könnte, dann versuche ich, mich mit der Architektur zu beschäftigen oder hier in dem Fall auch mit der Geschichte zu beschäftigen. Und da kamen eben ganz unterschiedliche Orte und am Ende hat sich ein ganz schöner Rundgang so entwickelt in verschiedenen Gebäuden und an verschiedenen Orten. Aber was genau ist eigentlich Kunst im öffentlichen Raum? Wie funktionieren derartige Kunstwerke? Wie wirken sie? Und was erhoffen sich Kunstschaffende von Ausstellungen mitten im Stadtraum? Wenn man rausgeht, also mit der Kunst auch rausgeht, schafft man Begegnungen, die man auf jeden Fall in den Museumsräumen nicht, egal in welcher Form auch immer, durch Programme wie eintrittsfreie Tage oder sowas erzielen würde, weil die Kommunikation, da reinzukommen, viele Menschen überhaupt gar nicht erreicht. Kunst im öffentlichen Raum ermöglicht zum einen eine andere Art der Zugänglichkeit. Es gibt einfach auch bestimmte atmosphärische Barrieren. Man ist nicht wie hier in einer Galerie, wo man schon so ein bisschen ehrfürchtig steht und denkt, oh je, das ist hier Kunst, ich muss jetzt was ganz Kluges sagen. Das ist etwas, was auch schon bedeutet, einen öffentlichen Ort vielleicht anders zu sehen. Nicht mal als einen Ort, der gegeben ist, sondern ein Ort, der politisch ist. Kunst verändert damit das gewohnte Bild der Stadt und die Wahrnehmung von Plätzen, Straßen und Orten. Nicht reine Ablenkung, nicht reine Dekoration, sondern durchaus Irritation bewohnter Wahrnehmungsweisen. Das würde für das Verständnis des Räumlichen bedeuten, Architektur, Straßenplätze, Räume, Objekte, genauso aber wie die Menschen,
die da durchwandern oder Atmosphären, Stimmungen, die den Raum herstellen. Und in diese Gemengelage platziert sich Kunst und Kultur, platzieren sich künstlerische Arbeiten. Wie können die Begegnungen mit Kunst im öffentlichen Stadtraum gut begleitet werden? Hier konnten wir dann als Community Kunst und Kultur einen Arbeitskreis zum Thema Kunstvermittlung aufbauen. Damit die Versprechen von Kunst im öffentlichen Raum für möglichst viele Menschen eingelöst werden können, haben sich dafür dann ganz unterschiedliche AkteurInnen zusammengeschlossen. Bei der Entwicklung des Vermittlungsprogramms Kunst ist für alle da, ist die Begegnung der Menschen mit der Kunst im öffentlichen Stadtraum der ganz zentrale Ausgangspunkt. Für den Zugang und das Verstehen von Kunstwerken stehen dabei vor allem der Abbau von Barrieren und die Begleitung potenzieller BesucherInnen im Mittelpunkt. Für mich bedeutet Kunstvermittlung, Räume zu schaffen, in denen Wissen gemeinsam generiert werden darf und wo Erfahrung geteilt werden kann. Ich glaube, dass die Kunst eben nicht für sich selbst steht, sondern immer integriert ist in den Ort, in dem die Kunst stattfindet. Wir haben einen Testrundgang gemacht, wo wir die Orte abgegangen sind, um zu schauen und zu besprechen, was wird hier sein. Wir machen ja erst um 11 Uhr auf. Ach. Wir gehen jetzt mal zum Liebesgrundkurs und dann zur Stadtmauer. Ob man für so einen Ort mit 10 Minuten, Viertelstunde rechnet? Sprechen, schauen, schreiben, lesen und das wäre dann hier so 2 Stunden ungefähr mit Rast machen dann. Genau. Wenn man immer bei jedem Kunstwerk dann nur 10 Minuten verharrt, also auch im Museum, finde ich, macht es nicht so viel Sinn, weil dann bleibt es sehr oberflächlich. Wir hatten dann ja auch zu dem Zeitpunkt erst nur Skizzen und Entwürfe von den Künstlerinnen. Also die Werke waren zu dem Vorbereitungszeitpunkt noch gar nicht da. Ja, ich denke, wir testen das heute mal. Das war ja auch so ein bisschen der Anlass. Und es kann sein, dass Leute mit einem Rollstuhl kommen. Dann muss man auch langsamer gehen. Und da ging das schon eigentlich los, dass die Kunstvermittlung gemacht haben, diese Idee eigentlich erstmal nur im Kopf hatten oder sich vorstellen konnten. Ah, schön kühl hier. Und der Bernd Schulz wird jetzt also dieses ganze Gewölbe mit diesen Pfeilen voll machen. Oh Gott, oh Gott. Also mit Sandalen gehe ich da jetzt nicht raus. Da stand ja noch ziemlich viel Krams rum und schwer vorzustellen, wie wird dieser Raum aussehen und wie wird er wirken. Ist es überhaupt hier noch Natur, so eingezwängt wie der ist und gleichzeitig ist es abgeschirmt? Also ist ein kleiner Schutzraum auch, ja, genau. Ne? Diese ganzen Gegensätze kann man hier irgendwie gut erfahren. Wie kann man das umsetzen? Was kann man damit machen? Man musste sich auch ein bisschen die Fantasie spielen lassen und sich vorstellen, wie diese Arbeit hier jetzt gerade aussieht. Und vielleicht ist das eher das Thema, dieses Licht. Und die Farbe und wie sich so ein Ort verändert mit dem Licht. Und man nimmt nämlich eigentlich diesen Ort gar nicht wahr, sondern der wird so, man kommt von da, man sieht diesen schönen Rathausgarten und dann sieht man schon das Rathaus und dann geht man weiter. Und das ist das Schöne daran. Und dann wollten sie es ja, waren wir mit der Stadt am Sprechen und das soll ja jetzt alles schön gemacht werden. Also das soll, sag ich, ja, nein, bitte nicht, bitte nicht. Deshalb lassen sie es jetzt noch so und vielleicht lassen sie es immer so, das fände ich ganz schön. So, ich gucke auf die Uhr, wir gehen weiter. Hoffen wir mal, dass die bis September fertig sind. Ja. Radiance wurde, wie es ganz oft im Rahmen von lokalen Kunst- und Kulturorganisationen der Fall ist,
in einem großen Umfang von ehrenamtlichem Engagement getragen. Dabei gab es wirklich viele bestärkende und solidarische Momente, in denen beispielsweise alle zusammen angepackt haben. Es geht um die Fahrräder in den Durchgang von der Stadtmauer. Das sind Fundfahrräder und das muss geräumt werden. Und wir bräuchten ungefähr 10 Leute, habe ich gedacht. Und vielleicht mögt ihr einmal gucken, dass ich schauen kann, wer dabei wäre. Und da war es dann egal, ob Organisationsteam, Vorstand, KunstvermittlerInnen oder sogar KünstlerInnen. Mai 24, tragen alle rüber, kommen alle rechts vom Pfeil. Ja? Ja, alles eben. Das kriegen wir hin. Achtung. Es ist schon mühsam. Doch. Wenn die wenigstens noch rollen würden. Aber wenn man das anguckt, das funktioniert ja einfach nicht. Gleichzeitig ist auch zu sagen, dass viele Beteiligte in ganz unterschiedlichen, auch anderen Projekten involviert sind oder teilweise in ganz anderen Berufsfeldern arbeiten. Manche studieren auch oder leisten Sorgearbeit. Letztes Fahrrad. Ja, Fahrradtour. Ein Projekt wie Radiance auf die Beine zu stellen, ist am Ende auch aus diesen Gründen eine besondere Herausforderung. Was muss man alles bedenken? Das geht das los mit Anlieferung und Zufahrtswegen bis hin zur Beleuchtung, bis hin zu Denkmalpflege und Lärmbelästigung. Auch wenn Radiance im Laufe der Zeit große Unterstützung durch die Stadt Lüneburg erfahren hat, war die Zusammenarbeit mit den verschiedenen Verwaltungsorganen anfangs herausfordernd. Also auf der einen Seite sagen alle, auch in den Behörden, wir finden das toll, dieses Projekt. Und dann kommt aber, was wir alles machen müssen. Und sie sind dann doch in diesen behördlichen Grenzen da doch sehr gefangen. Und das macht die Sache natürlich sehr anstrengend. Das heißt, viel Energie geht dafür drauf bei dieser Projektplanung. Man steht schon so ziemlich unter Druck, dass man da dass man es da allen gerecht macht und dass man auch den Künstlerinnen ihre Freiheiten lässt. Das scheint uns die bestbesuchteste Ausstellung seit 40 Jahren zu sein. Wenn ich in den vergangenen Tagen schon mal an dem beklebten Gewicht des alten Krans vorbeigelaufen bin, ich habe immer Menschen gesehen, die haben Fotos gemacht, die haben darauf gezeigt, die haben sich darüber unterhalten. Wir haben sogar eine E-Mail bekommen ins Rathaus von einem verwunderten Bürger, der sich Sorgen machte wegen Vandalismus. Da kann man nur sagen, Ziel erreicht. Kunst darf ruhig auch mal anecken und auch mal überraschen. Die Installation am alten Kran, das Einpacken des Gewichts in so eine fluoreszierende Farbe, die bei Tag als auch extrem bei Nacht leuchtet. Ja, ich wusste, es ist ein Baudenkmal. Aber
Ehrlich gesagt, damals wusste ich noch nicht, dass es das Wahrzeichen ist. Und meine Assistentin, die mir hier geholfen hat, die Pia, hat mir gesagt, der heilige Kran. Und jetzt weiß ich auch, weshalb da... Es war dann auch eines der wenigen Beiträge in der Zeitung. Da springen sie dann drauf an, weil, oh je, da ist dann gleich was los, alle regen sich auf. Und da hat aber die Stadt auch schnell reagiert und hat das erklärt in ihren sozialen Medien. Auf der anderen Seite haben wir viele gegenteilige Meinungen, die sagen, boah, das ist toll. Die Leute sehen auf einmal das Gewicht und nehmen das so wahr in seiner ganzen Leuchtkraft als Gegensatz zu diesem historischen Ambiente. Die unterschiedliche Wahrnehmung des Kunstwerks Heavy Duty zeigt, dass Kunst im öffentlichen Raum nicht für sich steht, sondern zugänglich gemacht werden muss. So entstand aus den Kunstvermittlungstreffen das Programm Kunst ist für alle da. In Form verschiedener Workshops und Führungen wurden besonders zugängliche Ansätze erprobt. Das Programm richtete sich dabei an verschiedene Zielgruppen und ermöglichte Erfahrungen zu unterschiedlichsten künstlerischen Herangehensweisen. Diese Workshops haben an ganz unterschiedlichen Orten stattgefunden, teilweise im öffentlichen Raum bei den Kunstwerken selbst, teilweise in den unterschiedlichen Institutionen, die kooperiert haben. Die haben gemalt, die haben gedruckt, die haben Soundwalks gemacht und so. Und viele Menschen haben daran teilgenommen. Und man merkte so, dass man eine Hemmschwelle abbauen konnte und sagen konnte, hey, wir können alle Kunst nicht nur genießen, sondern wir können uns auch darüber inspirieren lassen. Wir können das kritisch hinterfragen. Es ist alles offen. Also wir haben uns das Werk von Ulrich Aller genau angeguckt, was es vielleicht verändert in der Umgebung, was einem auffällt. Und sind dann aber selber mit Audioaufnahmen und sowohl elektromagnetischen Sensoren als auch den Audioaufnahmen an sich durch die Stadt gezogen und haben Sounds gesammelt. Kunst im öffentlichen Raum bedeutet, sich auf die Orte nochmal anders einzulassen, weil eine Grünfläche ganz andere Bedeutungsebenen mit sich bringt oder ein Garten. Damit sind andere Assoziationen verknüpft, die nicht unbedingt zwangsläufig mit Kunst in Verbindung gebracht werden. Ja, der ist ja auch gewachsen. Also wir haben den eben schon, also normalerweise gibt es so Plattgeräusche. Wir haben über 1000 Menschen bislang gehabt, die diese Führungen mitgemacht haben, die bei den Konzerten waren, die Workshops mitgemacht haben. Und wir haben eigentlich nur positive Resonanzen darüber bekommen. Alle können sich inspirieren lassen, sie können die Stadt mal anders sehen. Radiance zeigt uns auch, wie Kunst in Austauschprozesse von Kultur und Stadtentwicklung eingebettet sein kann. Zum Beispiel als Placemaking, also der Veränderung der sozialen und kulturellen Bedeutung des Stadtraums. Wir haben durch den Tunnel in der alten Stadtmauer einen neuen Raum etabliert, der vorher ein Abstellraum war und plötzlich für Konzerte benutzt wird. Und alle waren ganz erstaunt, was hier im Verborgenen schlummert und was jetzt wirklich auch erlebbar gemacht worden ist. When your heart is meant to
Die Kunst, die oft die Fähigkeit hat, Räume neu zu entdecken und auch hier als ein Placemaker wirkt, gerät im Laufe der Diskurse um die neu geschaffenen Räume aber leider nicht selten in den Hintergrund. Ja, die jeweilige Stadt, Kommune, was auch immer, die können sich gerne damit schmücken. Das ist schon in Ordnung. Aber es ist tatsächlich so dieses Vereinnahmen oft, was auch passieren kann. Ich hatte das auch vor ein paar Jahren bei einer Arbeit im öffentlichen Raum mit unseren Namen, die als Künstler, die wir das Ganze auf die Beine gestellt hatten, wir kamen überhaupt nicht dran. Also wir wurden gar nicht genannt. Aber ansonsten finde ich das natürlich wichtig und die Stadt soll sich auch damit schmücken. Ich meine, das kommt ja auch zurück. Also wir als Künstler, profitieren ja auch von. Ja, also insofern ist es da auch ein Geben und Nehmen natürlich. Also da werden Hoffnungen drauf gesetzt, dass so etwas wie Gemeinschaftsgefühl, Partizipation, Teilhabe, vielleicht auch ein gewisser Marketing-Effekt, eine gewisse Coolheit, die man hat als Stadt über Kunst im öffentlichen Raum, dass die sich einstellt. Im Fall des Tunnels bleibt abzuwarten, ob dieser nach Radiance und den Tunneltönen tatsächlich zu einem neuen Kulturraum wird oder ob er vielleicht doch bald wieder ein Abstellraum für alte Fahrräder ist. Alles in allem ist die begonnene Diskussion aber schon eines der zentralen Ergebnisse des Ausstrahlens der Kunstwerke in die Stadt. Und auch die Beteiligten ziehen ein wirklich überwiegend positives Resümee. Es ist ja das erste Mal gewesen, dass wir zusammenkommen. Und Leute, die das irgendwo zwischen Seminaren geklemmt haben, zwischen Job, zwischen Ehrenamt und der Bock hatten. Und darum hat es funktioniert. Und diese Offenheit, die wir da hatten, das ist großartig. Das möchte ich unbedingt so beibehalten. Ich sag mal, wir haben so einen kleinen Quantensprung jetzt gemacht, auch in der Kunstvermittlung. Gleichzeitig sehen alle AkteurInnen für ein nächstes Mal auch Verbesserungspotenziale. In der Zugänglichkeit der Kunst, in Sachen Budget und mit Blick auf die nachhaltige Wirkung von Projekten wie Radiance. Wenn da jetzt jemand kommen würde und sagen würde, hier, ich gebe euch den Auftrag, ihr habt ein doppelt so hohes Budget erstmal, das wäre schon super. Aber 7 Positionen jetzt im Stadtraum war schon groß für unseren kleinen Verein und für unsere kleine Manpower. Bei allem Erfolg, wirklich allen den Zugang zu Kunst zu ermöglichen, ist dabei am Ende einfach sehr schwierig. Radiance und das Vermittlungsprogramm Kunst ist für alle da zeigen aber auf eindrucksvolle Weise, welche Möglichkeiten sich durch neue und vielfältige Zusammenschlüsse und Kooperationen ergeben. Damit setzen sie auch einen wichtigen Impuls für zukünftige Projekte. In der Begleitung des Projekts durften wir miterleben, wie Solidarität und gemeinschaftliches Do-it-together es ermöglichen, Kunst im öffentlichen Raum hier in Lüneburg offen und zugänglich zu machen. Gleichzeitig erfuhren wir auch viel über die Herausforderungen und Engpässe, die diese Ausstellung natürlich auch mit sich gebracht hat. Ja, ich bin der Meinung, dass dieses große Projekt Kunst im öffentlichen Raum für einen breiten Diskurs in der Öffentlichkeit gesorgt hat. Und wir würden gerne daran anknüpfen, in dieser Richtung weiter zu planen und weiter zu denken. Und ich bin da ganz optimistisch, dass uns da noch was einfällt.